Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann würde ich vermuten, du suchst nach besseren Renditen als 6, 7 oder 8% pro Jahr, richtig? Vielleicht willst du auch mehr über die Plattform mit der verdächtig perfekten Domain investing.com erfahren, was dieses Finanztool anbietet und wie man damit effektiver investieren kann, oder ob die Plattform am Ende gar ein Scam ist. Den letzten Punkt kann ich direkt vorwegnehmen. Ich nutze Investing Pro seit über einem Jahr und seit einem halben Jahr verdiene ich sogar echtes Geld mit den Aktien, die mir das integrierte KI-Tool von Investing vorschlägt. Also definitiv kein Scam. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann ganz kurz für dich. Meine Frau und ich sind ganz normale Angestellte und investieren schon seit 2019 als Team in Aktien und ETFs. Und wir wollen mit Aktien bis 2036 die erste Million knacken, um einfach unabhängiger zu werden. Was heißt als Team? Das heißt, ich investiere, weil mir das Ganze Spaß macht und meine Frau freut sich, dass unser gemeinsames Geld langsam wächst. Seit über 2 Jahren zeige ich alle unsere Investments hier auf YouTube ganz öffentlich. Gemeinsam mit dir ist das Depot von 100.000 auf über 330.000 Euro gewachsen und vor kurzem gab es sogar einen Meilenstein. 100.000 Euro Buchgewinn, also reine Kursrendite plus Dividenden. Nicht übel für einen IT-Angestellten im Homeoffice, oder? Und wenn es um erfolgreiches Investieren geht, genau hier kommt Investing Pro ins Spiel. Ich zeige dir, wie ich das Tool persönlich verwende, um die besten Aktien und Inspirationen zu finden, Unternehmen schneller zu analysieren und nebenbei sogar schöne Renditen zu erzielen. Und hier noch eine Bitte, wenn du nachher sagst, voll geil, das Tool will ich auch ausprobieren, dann geh über den Link in der Videobeschreibung rein oder gib den Code HOME15 ein, so sicherst du dir zusätzliche 15% Rabatt auf den aktuellen Rabatt oben drauf. Und wenn du jetzt sagst, was versucht der Typ mit dem komischen Akzent mir hier zu verkaufen, dann schau dir nachher diese Playlist an, wo ich seit Oktober mit Investing Pro und ProPix KI monatlich ein paar 100 Euro dazu verdiene. Oder schau dir die Playlist mit unserem Hauptdepot von über 300.000 Euro an, das ich hier ganz offen mit dir teile. Ich werde oft auf Insta gefragt, hey Dimi, was ist das für ein Tool und was kann das eigentlich alles? Um alle diese Fragen ein bisschen zu beantworten, zeige ich dir heute, wie Investing Pro von innen aussieht und stelle dir meine 6 Lieblingsfeatures vor, die ich am coolsten finde und eigentlich täglich nutze. Ich erzähle dir, was in der Investing Pro und der Pro Plus Variante enthalten ist und generell für wen sich das Tool wirklich lohnt. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Also lass uns keine Zeit verlieren und springen wir direkt in Feature Nummer 1 rein, Warren AI. Warren AI ist quasi das ChatGPT für die Finanzwelt und allein dieses Feature spart mir enorm viel Zeit. Du kannst ihn einfach alles fragen und kriegst komplexe Themen schnell und einfach zusammengefasst. Zum Beispiel, lieber Warren AI, ich habe keine Lust zu analysieren. Vergleiche mir Visa und Mastercard und sag mir, welche Aktie aktuell günstiger bewertet ist. Er denkt kurz nach und dann werden die wichtigsten Infos kompakt und verständlich ausgegeben. Du siehst, bei welcher Aktie das KGVE, also das erwartete KGV, günstiger ist. Du siehst, wo das PEG, also Price Earnings to Growth, attraktiver ist. Dann werden ein paar Charts mitgeliefert und am Schluss kommt das Fazit, dass Visa aktuell günstiger bewertet ist. So habe ich mir mit nur einem Prompt eine komplette Recherche gespart und direkt den Input bekommen, aha, Visa ist aktuell einfach sexier bewertet. Du kannst aber auch spezifischere Fragen stellen. Vor ein paar Monaten habe ich bei Matador Resources in den Jahresberichten einen 18 Millionen Verlust mit Derivaten gesehen und habe einfach Warren AI gefragt, was das eigentlich sein soll. Prompt: Bei Matador Resources im Jahresbericht 2025 habe ich im Cashflow Statement den Punkt Unrealized Gain Loss on Derivatives mit 18 Millionen US-Dollar Verlust gesehen. Kannst du mir erklären, was das sein soll? Und ich bekomme relativ schnell die Antwort, dass das eine übliche Praxis bei Ölkonzernen zur Absicherung gegen schwankende Preise ist und es sich hier nur um einen Buchwert handelt. Also das Geld ist nicht direkt weg. Diese Derivate werden genutzt, um Einnahmen zu stabilisieren und die tatsächliche Liquidität ist kaum betroffen. Und so habe ich ganz nebenbei wieder was Neues gelernt. Also fühl dich frei, alles Mögliche zu erfragen. In der Investing Pro Variante sind 50 Credits enthalten, bei Pro Plus Variante hast du 500 Credits, also 500 Anfragen pro Monat inklusive. Wenn du täglich damit arbeitest, dann würde ich definitiv Pro Plus empfehlen. Denn die Credits kann man noch für eine andere feine Sache verwenden und so kommen wir zum zweiten Feature. Die KI-Chart-Analysen. Seit ein paar Monaten versuche ich mich etwas in die Chart
Chartanalyse und das Trading reinzufuchsen, und wenn ich eine Aktie jetzt kaufen möchte, gibt es bei Investing Pro ein frisches Feature, das dich bei der Analyse super unterstützt. Dazu springen wir kurz rüber zu investing.com, wir suchen nach der Münchner Rück, die aktuell auf meiner Watchliste steht, und hier im Chart siehst du den tollen Button KI Chartanalyse. Wähle dazu den gewünschten Zeitraum aus, zum Beispiel ein Jahr, und Push the Button. Hier rechts öffnet sich ein Fenster, Warren AI muss eine Minute überlegen 2000 years later. Und dann bekommst du eine Analyse, die deine Entscheidung massiv beeinflussen kann. Ich wollte zum Beispiel bei unter 500 Euro die erste Tranche kaufen, aber wenn ich mir die Szenarientabelle anschaue, sagt Warren, hey, das sieht gerade ziemlich bärisch aus und das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bekomme sogar Handlungsempfehlungen, falls ich auf fallende Kurse spekulieren möchte. Da ich aber langfristig investieren will, kann ich mir dieses Ziel einfach als Orientierung bzw. als Einstiegspunkt notieren. Man findet dort weitere Hinweise, Erklärungen, Supportzonen, No-Trade-Zonen und unten den technischen Chart zum Download. Also für alle, die wie ich ein bisschen technische Analyse lernen wollen oder sich vor dem Griff ins fallende Messer absichern möchten, ein definitiv cooles Feature. Was kostet der Spaß? Jede Chartanalyse kostet 5 Credits. Wenn du das Feature oft nutzen willst, nimm direkt die Investing Pro Plus Variante mit 500 Credits. Denn nur bei 50 Credits im Monat ist dein Magazin sonst schnell leer. Das dritte Feature oder Features, das ich bei jeder Aktie nutze, ist die eigentliche Aktienanalyse. Wenn mich eine Aktie interessiert, wie zum Beispiel Meta, dann bekomme ich meine Antwort meistens direkt in dieser Maske hier. Man kann hier richtig tief eintauchen, aber ich zeige dir, was ich immer schnell checke. Hier sehe ich den aktuellen Kurs und die 52-Wochen-Spanne. Unten finde ich die Infos zum Unternehmen. In diesem Blog sind die wichtigsten Infos gut zusammengefasst und zwar in menschlicher Sprache, sodass jeder versteht, worum es geht. Ich suche meistens nach den Red Flags, die gegen die Aktie sprechen könnten, aber bei Meta sehe ich gerade keine wirklichen Warnsignale. Dann klicke ich auf den Schnellvergleich, um die Bewertung gegenüber der Konkurrenz zu prüfen oder generell zu sehen, wer sind überhaupt die Mitbewerber. In der Tabelle sieht man direkt Tech-Giganten wie Microsoft oder Alphabet. Hier kann man den Fair Value von Investing, Analystenmeinungen, den Qualitätscheck, die Dividendenrendite oder das KGV schnell gegenprüfen. Oft entdeckt man dabei andere spannende Konkurrenten, über die in den News kaum berichtet wird. Das heißt, diesen Tab Vergleich kannst du auch super als Inspiration nutzen. Über das Pluszeichen kannst du weitere Kennzahlen hinzufügen oder dir eigentlich dein eigenes Dashboard zusammenbasteln und das Ganze sogar als Excel oder Google Sheets exportieren. Dann springen wir zurück zur Übersicht. Hier schaue ich mir immer den Chart an und wie weit wir vom All-Time-High entfernt sind. Ich bin ein Fan einer Sicherheitsmarge, der Kurs sollte bei mir mindestens 20% unter dem All-Time-High liegen, damit ich investiere. Das ist kein Muss, aber wie man so schön sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Den Daten-Explorer kannst du dir auch individuell einrichten. Ich habe mir hier Kennzahlen rausgepickt, mit denen ich Schrottaktien ziemlich schnell rausfiltern kann. Wenn du schon ein Investing-Abo hast, kannst du meine Kennzahlen gerne kopieren. Ich schaue zuerst nach der Marktkapitalisierung, weil ich nicht in winzige Small Caps investieren will, also es muss schon mindestens 1 Milliarde hier stehen. Dann prüfe ich das aktuelle KGV, danach das erwartete KGV und das durchschnittliche KGV der letzten 10 Jahre. So kann ich mir schnell sagen, aha, das KGV wird günstiger, das heißt, das Unternehmen wird mehr verdienen und es liegt unter dem 10-Jahres-Schnitt. Der Preis ist also gerade ziemlich sexy. Dann, ganz wichtig, die aktuellen und die erwarteten Nettomargen, also wie viel Cent vom umgesetzten Dollar bleibt im Unternehmen drin. Wenn die Prognose für die Nettomarge niedriger ausfällt, wird das Unternehmen voraussichtlich weniger verdienen und das ist ein schlechtes Zeichen. Dann schaue ich mir Dividendenrendite, Wachstum und die Wachstumsserie an und welcher Teil vom Gewinn bzw. Free Cashflow ausgeschüttet wird. Bei Meta ist das eher unspektakulär, aber bei reinen Dividendentiteln ist es extrem wichtig, diese Zahlen zu checken. Besonders wenn die Free Cashflow Ausschüttungsquote über 100% liegt, das ist ein Warnsignal, weil das Unternehmen dann mehr Geld auszahlt, als es überhaupt verdient hat. Noch ganz wichtig ist eine niedrige Verschuldung und je kleiner die Zahl hier ist, desto besser. Die Aktienrückkaufrendite ist auch immer interessant, also wie viel Prozent der Aktien das Unternehmen jährlich zurückkauft, was unsere verbliebenen Anteile wertvoller macht, und die Owner Earnings nach Buffett. Diese Kennzahl gibt an, was uns Aktionären nach allen Kosten und Investitionen tatsächlich übrig bleibt. Hier reicht mir oft schon die
grobe Info, dass die Owner Earnings steigen. Übrigens, in diesem Buch hier wird erklärt, wie Warren Buffett die Owner Earnings berechnet. Nach diesem Prinzip habe ich Ende 2023 über 8.000 Euro in British American Tobacco investiert. Seitdem hat mir diese langweilige Aktie mehr als 90% Rendite und etwa 2.000 Euro Dividenden gebracht. Zu der Zeit hatte ich leider noch kein Investing Pro und habe alles noch in der Excel nachgerechnet, sonst hätte ich die steigenden Owner Earnings direkt hier sehen können. Übrigens, man kann auf jede Kennzahl klicken und bekommt dann noch mehr Infos. Zum Beispiel, wie sich das KGV im Verhältnis zum Wachstum entwickelt. Wenn das KGV niedriger wird, erwartet man steigende Gewinne und genau so soll es sein. Hier unten kann man noch schnell sehen, wie die Kennzahl bei den direkten Mitbewerbern aussieht. So, dann eine der wichtigsten Kennzahlen, die ich immer mitchecke, der Fair Value und die Unsicherheit. Der Fair Value wird anhand zahlreicher Modelle und zukünftige Cashflows ermittelt. So hast du als Value Investor schnell die Info, aha, die Aktie ist fair bewertet und ich bezahle keinen zu hohen Preis. Die Unsicherheit ist ein grober Indikator, ob das Unternehmen solide oder eher spekulativ ist. Meta generiert konstante Werbeeinnahmen und wird nicht von heute auf morgen verschwinden, aber wenn man sich zum Beispiel eine D-Wave-Aktie ansieht, da weiß halt keiner, ob dieses Quantencomputerunternehmen explodiert oder pleite geht. Daher ist die Unsicherheit hier groß. Für Börsenanfänger ist das definitiv einen Blick wert. Im Qualitätscheck schaue ich darauf, dass die Aktie nicht im roten Bereich liegt und hier unten kann ich schnell ein paar Finanzeckdaten ablesen. Ich persönlich bin ein Fan der originalen Jahresberichte und über Investing Pro kann ich ganz praktisch direkt über diese Buttons dorthin springen. In den USA heißen die 10K und hier kann ich sie alle seit dem Börsengang aufrufen. Wenn ich eine größere Summe investieren möchte, checke ich auf jeden Fall die Änderungen im Balance Sheet und im Statement of Cashflows. So, dann schauen wir kurz die weitere Reiter an. In diesem Tab hier kann ich schnell die letzten News zur Aktie durchblättern. In dem Tab Dividenden findet man was? Richtig, Infos über die Dividenden ist bei Meta gerade nicht so spannend. Den Tab Earnings nutze ich während der Berichtssaison mehrmals täglich, um zu schauen, wie sich Umsätze und Gewinne entwickelt haben. In diesem Kasten stehen die letzten Quartalszahlen und ob diese über oder unter den Erwartungen lagen. Meta hat zum Beispiel beim Gewinn und Umsatz alle Erwartungen übertroffen. Vor allem der Gewinn war um fast 60% besser als erwartet und das ist echt heftig. Und hier rechts bei den IPS-Revisionen schaue ich mir an, wie viele Analysten die Gewinnprognosen nach oben schrauben oder eher pessimistisch werden. Was die Analysten sagen, musst du aber immer mit Vorsicht genießen. Das sind alles nur Meinungen und ja, oft sogar mit Eigeninteresse. Mich persönlich stört es nicht, wenn Analysten pessimistisch sind. So sind schlechte Nachrichten oft schon im Kurs eingepreist und sobald die erste gute Prognose kommt, wird der Kurs nach oben katapultiert. Und für alle, die eine grobe Zusammenfassung aller Kennzahlen wollen, gibt es diesen schönen Button namens Pro Research. Hier hast du alles in einem. Zusammenfassung, Bewertungen, Tipps, Prognosen, Finanzdaten, technische Indikatoren, Bull- und Bear-Cases, eine SWOT-Analyse und zusammengefasste Earnings Calls. Also echt eine feine Sache, um ein Unternehmen besser zu verstehen. Den Report gibt es aktuell leider nur auf Englisch. Falls du dein Finanzenglisch ein bisschen verbessern willst, hast du hier eine perfekte Möglichkeit. Und am Ende, wenn ich mir sage, ja, die Aktie finde ich spannend und möchte sie im Auge behalten, dann füge ich sie meiner Watchliste hinzu. Und so kommen wir zu Feature Nummer 4. Die Watchlisten. Auf Investing hast du die Möglichkeit, mehrere Listen zu erstellen. Ich persönlich packe alle Aktien, die für mich interessant sind, dort hinein. Hier habe ich vor kurzem eine Liste mit Versicherungsaktien erstellt, weil diese aktuell etwas gefallen und ziemlich interessant sind. Auf dem Desktop oder dem iPad habe ich so einen schönen Überblick mit den wichtigsten Kennzahlen, die wir vorhin schon gesehen haben. Ich kann zum Beispiel nach Fair Value sortieren und schnell potenzielle Schnäppchen sehen. Oder nach Dividenden sortieren, wenn ich Dividendentitel suche. Spalten und Kennzahlen kannst du hier einstellen, wie du lustig bist. Es gibt sogar Tabs für Risiko, Rendite, Gesundheit und so weiter. Das heißt, man kann sich hier richtig schön vertiefen. Bei Gesundheit zum Beispiel gibt es unterschiedliche Labels. Wenn ich nach Wachstum suche, nutze ich das Wachstumslabel, um die besten Raketen zu identifizieren. Du kannst das Ding also echt gut individualisieren. Was auch cool ist, du kannst auf Analysen klicken und die Performance gegenüber den S&P 500, durchschnittliche Divis checken oder die Sektorenaufteilung ansehen. Und man kann diese Listen als Excel exportieren, falls man sie am PC braucht.
Du kannst die Liste auch als eine Art Einkaufsliste nutzen und deine Einstiegskurse vorher festlegen, damit du, wenn es an den Börsen mal richtig knallt und alles rot leuchtet, nicht komplett lost dastehst, sondern einen kühlen Kopf bewahrst, hier reinschaust und sagst, aha, ich wollte die Aktie für den Kurs hier haben. Und die zweite wichtige Funktion der Watchlisten sind die Benachrichtigungen. Egal ob es Analystenschätzungen, Quartalsergebnisse oder krasse Kursschwankungen sind, ich bekomme alle News direkt aufs Handy als Push-Nachricht. So bin ich quasi immer up to date. Du musst nur in deiner App Folgendes prüfen. Unter Einstellungen, Push Alerts, dann im Bereich Watchlist die Berichte und Breaking News aktivieren. So bist du bestmöglich informiert. Und generell würde ich die App nur empfehlen, weil so hast du alle Features eigentlich in der Hosentasche. So, jetzt aber springen wir zum Feature Nummer 5. Wenn ich ein Unternehmen nach bestimmten Kriterien suchen möchte, nutze ich den Screener. Deine Suchkriterien kannst du abspeichern und immer wieder verwenden. Zum Beispiel im Screener Wachstum US. Dort habe ich eingestellt, suche Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 500 Millionen US-Dollar, einen KBV über 0 und einem KGV zwischen 0 und 30. Dazu ein Umsatz- und Gewinnwachstum von mehr als 30% pro Jahr über die letzten 5 Jahre. Und ich will nur US-Aktien sehen. So habe ich aus 150.000 Aktien gerade mal 20 Unternehmen gefiltert, die meinen Kriterien entsprechen. Diese kann ich mir dann genauer anschauen und bei Bedarf auf die Watchliste setzen. Nach genau diesem Prinzip habe ich zum Beispiel vor dem Iran-Crash nach günstigen Ölaktien gesucht und bin so auf Matador Resources gekommen. Ich habe die Aktie zwar leider zu früh verkauft und Rendite liegen lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn du den Screener aktiv nutzen willst, nimm am besten direkt die Investing Pro Plus Variante. Dort hast du 1200 Kennzahlen zur Auswahl und kannst richtig tief filtern. Im einfachen Abo sind nur die gängigsten 120 Kennzahlen enthalten, was ich persönlich ein bisschen wenig finde. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight, Feature Nummer 6, ProPix KI. Viele Funktionen, die wir uns bisher angeschaut haben, findet man so oder so ähnlich auch in anderen Screenern. Aber was ich bei keinem anderen Anbieter gesehen habe, ist sowas wie die ProPix KI. Und das ist mein persönliches Highlight. Hier sucht die KI nach Aktien mit dem höchsten Potenzial und stellt sie in Strategien bzw. Aktienlisten bereit. Man hat hier die Wahl aus über 80 Strategien in fast 30 Ländern. Ich habe bisher immer wieder auf die USA und Techstars gesetzt. Hier analysiert die KI tausende Unternehmen und hunderte Fundamentaldaten und spuckt die 15 Tech-Aktien mit dem höchsten Potenzial aus. Schau dir mal die Performance gegenüber den S&P 500 an. Über 3000% Rendite in 13 Jahren. Das sind etwa 30% pro Jahr. Das hier sind die Backtest-Daten und ab dem Punkt läuft die Strategie live. Dieser Anstieg hier ist also reale Rendite. Wie funktioniert die ProPix genau? In dem Video oben rechts habe ich das Ganze schon mal im Detail erklärt, aber im Prinzip steckt eine einfache Idee dahinter. Am ersten Handelstag des Monats wird die Liste aktualisiert. Zum Beispiel bei den Techstars sind das aktuell die 15 besten Aktien. Alles, was du machen musst, zu deinem Broker springen, diese 15 Aktien gleichgewichtet ins Depot packen und bis zum nächsten Monat warten. Das war's auch schon. Welchen Broker ich persönlich nutze, um keine Ordergebühren zu zahlen und mit Teilstücken zu handeln, packe ich dir in die Videobeschreibung rein. Was passiert im nächsten Monat? Die KI schaut sich die Aktien erneut an und sagt, okay, diese Aktie ist gut gelaufen, hier nehmen wir Gewinne mit und packen stattdessen eine andere Aktie rein, die noch mehr Potenzial hat. In der Tabelle hier kannst du genau sehen, welche Aktien verkauft wurden und welche neu dazu kamen. Die Begründung der KI kannst du in dieser Spalte nachlesen. Es ist natürlich nicht so, dass immer alle Aktien im Plus sind, das wäre zu schön. Aber wenn du dich ein bisschen mit Trading auskennst, weißt du, es reicht oft, wenn ein paar Aktien extrem gut laufen und der Rest bei plus minus null bleibt. Falls dir der Tech-Sektor zu volatil ist, gibt es zum Beispiel auch Strategien aus der Schweiz, da schwankt es viel weniger. Und übrigens, du musst auch nicht immer alles 1:1 übernehmen. Du kannst in den Strategien stöbern und dir nur die Rosinen rauspicken, die zu dir passen. Die älteren Strategien sind in der Pro-Variante enthalten, aber die neuen, wie zum Beispiel Healthcare, Energy oder Quality Compounders, gibt es nur in der Pro Plus Variante. Zusätzliche Info, falls dich diese KI-Auswahl auch so fasziniert: Ich arbeite beruflich im Testmanagement und liebe es, Dinge auszuprobieren. Seit Oktober experimentiere ich hier viel herum. Obwohl ich Gewinne mal früher gesichert oder Aktien länger behalten habe und durch das Ganze hin und her etwas schlechter als der reine KI-Chart war,
lag ich trotzdem etwa 9% über dem MSCI World. Und vor kurzem habe ich mein Testing auf neues Level gebracht. Ich fahre die Techstars-Strategie jetzt zweimal parallel. In einem Depot mache ich exakt das, was die KI vorgibt, ohne Ausnahmen. Im anderen Depot nehme ich die Techstars nur als Basis und handle nach Bauchgefühl. Zum Beispiel Gewinne schneller sichern oder in manche Titel gar nicht investieren. Nach einem Jahr sehen wir dann, was besser funktioniert hat. Lass also definitiv ein Abo da, wenn du die Updates dazu nicht verpassen willst. Und ein kleiner Bonus: Wenn du Investing Pro eher als Inspiration nutzen willst, schau unbedingt bei Ideen vorbei. Hier findest du spannende Listen wie hochverschuldete Zombie-Unternehmen, die Portfolios von Bill Gates oder Dividenden-Champions. Hier findest du zum Beispiel Unternehmen, die mindestens 25 Jahre hintereinander ihre Dividende erhöht haben. Unten kannst du dann einfach die Tabelle vergrößern und die Titel nach Dividenden absteigend sortieren. Und dann direkt die Titel mit viel Potenzial nach oben, wie zum Beispiel Altria oder Hormel Foods oder andere unterbewertete Dividendenzahler genauer anschauen. So, noch eine coole Sache zeige ich dir und dann machen wir Schluss für heute. Versprochen. Schau auf der Startseite unter Märkte, Aktienkurse, unterbewerteten Aktien nach. Mit dem Investing Pro Abo kannst du dir dort schnell echte Schnäppchen finden. Ich bin kein Fan von deutschen Aktien, daher bin ich meistens im US-Markt unterwegs. Und ich schaue dort regelmäßig vorbei, um neue Unternehmen kennenzulernen. Oft findet man dort Qualitätstitel, über die sonst keiner spricht. Vor allem, wenn alle Labels wie Potenzial, Qualitätscheck, Cashflow-Rating, Wachstum und Profitabilität alle grün sind. Und das ist ja unser Ziel eigentlich. Qualitätsaktien zum Schnäppchenpreis kaufen, liegen lassen und nach ein paar Jahren die Rendite genießen. Puh, so ein langes Video habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, was Investing Pro alles so drauf hat. Für wen lohnt es sich? Definitiv für Anleger, die Inspirationen brauchen, sich tiefer mit Aktien beschäftigen und dabei etwas lernen wollen. Falls du die ganze Aktienauswahl durch KI wie ich spannend findest, dann wirst du mit den ProPix KI definitiv viel Spaß haben. Oder wenn du reiner Value Investor bist und nach richtigen Schnäppchen suchst, wirst du mit Investing Pro und zahlreichen Fair Value Indikatoren ebenso gut bedient. Mit dem Warren AI und Pro Research geht das Ganze nochmal viel effektiver und zeitsparender. Genauso finden Trader und aktive Anleger, die mehr Lust auf technische Analyse haben, mit der KI-Chart-Analyse viel Input für ihre Trades. Also für jeden ist hier etwas dabei. Wenn du nur ETF-Sparpläne hast und keine Zeit mit Einzelaktien verbringen willst, dann brauchst du so ein mächtiges Tool ehrlich gesagt nicht. Und auf die Frage zu kommen, ist der Preis für Pro Plus Variante gerechtfertigt? Die meisten Aktienscreener Vollversionen auf dem Markt kosten zwischen 25 und 30 Euro pro Monat. Wenn du das Investing Pro Plus 2 Jahresabo nimmst, bist du schon mit etwa 20 Euro pro Monat dabei. Und mit dem Code HOME15 sicherst du dir nochmal 15% extra und landest aktuell bei etwa 17 Euro im Monat. 17 Euro für ein Paket mit Aktienscreener, Warren AI, viele KI-Funktionen und ProPix, die dir diese Kosten im besten Fall locker wieder reinholen? Ich würde sagen, ja, wer aktiv investiert, für den lohnt es sich definitiv. Zumindest für mich auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, die Plattform wird ständig weiterentwickelt und es kommen laufend neue KI-Features dazu, die deine und meine Investments auch effektiver machen. So, Glückwunsch, du hast es bis zum Ende geschafft. Falls das Video hilfreich war, lass mir ein Abo da. Wenn du Fragen hast, dann hau die in die Kommentare rein. Schau dir auch meine Playlist zu den ProPix und meinem Weg zu Million an. Ganz wichtig, vergiss den Promocode nicht, um den besten Deal zu bekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.